Bonjour mes amis de la flûte à bec et bienvenue chez Veras Blockflötenkanal. Damit hört es auch schon leider wieder auf mit meinem Französisch für heute. Aber wir wollen heute mal in die französische Barockmusik hineinschauen und, um genau zu sein, in die Inégalité. Also wie ihr die Achtelnoten oder die Sechzehntelnoten, die schnellen Noten in einem französischen Barockmusikstück spielen könnt. Vera, 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 je suis Vera. Ja, französische Barockmusik klingt wunderbar leicht und elegant. Dazu möchte ich euch erstmal erzählen, dass in der Barockzeit, also im 17. und 18. Jahrhundert, zwei Länder buchstäblich tonangebend waren. Und das waren Italien an allererster Stelle mit riesen Vormachtstellung und Frankreich, was die Musik anging. In Italien ist sozusagen die Wiege der Barockmusik und Italien hat ganz Europa beeinflusst mit seinem Musikgeschmack und der Art und Weise zu komponieren und zu spielen. Aber die Franzosen haben ihr eigenes Programm entwickelt, ihre eigene Musik komponiert mit ganz besonderen Eigenschaften, wie sie nur die französische Musik hatte, und haben den Italienern schwere Konkurrenz gemacht. Und an den Höfen und Fürstentümern und Königshäusern in ganz Europa hat man entweder den italienischen Stil, der sehr vorherrschend war, bevorzugt, oder den französischen Stil, oder man hat es auch vermischt. Also zum Beispiel Telemann und Bach haben sehr viel im italienischen und französischen Stil komponiert und das Ganze auch vermischt. Auf jeden Fall ist der italienische Barockmusik besonders. Hä? Der italienische Barockmusik? Manchmal sollte man erst denken und dann reden. Ich meinte die französische Barockmusik. Besonders. Und wenn ihr schon mal Stücke probiert habt im französischen Stil, dann ist euch das bestimmt gleich aufgefallen, dass es da sehr viele kleine Verzierungen gibt, die alle gekennzeichnet sind mit Kreuzen, mit kleinen Vs, mit irgendwelchen Trillern, mit Nachschlägen, und dass es viele Punktierungen gibt und dass ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, die schnellen Noten, die spielt man nicht einfach so normal, die sind irgendwie besonders. Und da wollen wir heute mal nachschauen. Denn die schnellsten Notenwerte in einem Stück, die haben die Franzosen meist ungleichmäßig gespielt, inegal und nicht ganz gleichmäßig. Also zunächst mal, ihr wisst ja, ich liebe Zitate aus alten Quellen, lese ich euch mal vor, was François Couperin, ein berühmter Cembalist aus dem 18. Jahrhundert vom französischen Königshofe, geschrieben hat in seiner Cembalo-Schule, in seinem Schulwerk, zu dem Spielen der Inégalité. Also inegal heißt ungleich, egal heißt gleich, gleichmäßig, und inegal ist eben ungleich. Das heißt, eine Achtel ist ein bisschen länger als die andere. Und Couperin gibt auch gleich zu, dass Ausländer, also nicht Franzosen, das nicht gleich wissen konnten, wie man das spielen soll. Er hat geschrieben: Meiner Ansicht nach liegen in unserer Musikniederschrift Fehler, die in unserer Sprachniederschrift begründet sind. Wir notieren nämlich abweichend von unserer wirklichen Ausführung. Daher spielen die Ausländer unsere Musik weniger gut als ihre eigene. Umgekehrt schreiben die Italiener ihre Musik in den richtigen Werten, so wie sie diese gedacht haben. Zum Beispiel spielen wir mehrere stufenmäßig verlaufende Achtel, als seien sie punktiert. Und doch zeichnen wir sie als gleichwertige auf. Die Gewohnheit hat uns bezwungen und wir bleiben dabei.
Ja, sehr, sehr amüsant, das so zu lesen. Und er schreibt dann auch noch gleich, prüfen wir also, woher dieser Widerspruch kommt. Und dann kommt eine längere Erklärung, die ja beginnt mit, ich finde, dass wir Takt verwechseln mit dem, was man Rhythmus oder Bewegung nennt. Und dann erklärt er verschiedene Dinge und schreibt dann am Schluss, ich wünschte wohl, jemand gäbe sich die Mühe, uns zum Nutzen der Ausländer zu übersetzen und ermöglichte ihnen, so über die Vortrefflichkeit unserer Instrumentalmusik selbst zu urteilen. Ja, also an Überzeugung hat es den Franzosen nicht gefehlt. Wie gesagt, die hatten diese relativ isolierte Stellung in ihrem Land. Wir machen da unsere eigene Musik und die ist einfach so wunderbar, diese Musik. So, also diese ungleichmäßigen Noten, die spielt ihr immer bei den schnellsten Notenwerten im Stück. Das heißt, wenn jetzt in dem Stück als schnellste Notenwerte Achtel vorkommen und die in Schritten gehen, das ist wichtig, stufenweise, schreibt Couperin. Dann könnt ihr die inegal, also ungleich spielen, so ein bisschen wie im Jazz eigentlich, so ein bisschen locker. Also er schreibt zwar, es ist wie punktiert, aber es darf nicht zu stark punktiert sein, denn die Franzosen haben viele Punktierungen wirklich auch aufgeschrieben. Also es muss da noch einen Unterschied geben. Einfach locker, léger, so wie die französische Musik gedacht ist. Das Stück ist übrigens von Jean-Philippe oder Jean-Baptiste oder Jean-Marc, sind ja alles schöne Namen. Das Stück ist übrigens von Esprit Philippe Chedeville und das hat er auch im 18. Jahrhundert am französischen Hof komponiert für die Musette oder andere Instrumente, wie zum Beispiel die Blockflöte, die Traversflöte oder die Oboe. Die Musette war so eine Art Dudelsack, also eine Sackpfeife und war sehr beliebt in Frankreich. Aber er schreibt explizit, man kann das auch auf der Blockflöte spielen, diese schönen Stückchen. So, wie ist das jetzt mit den Achten? Also ihr könnt die so ein bisschen wie punktiert spielen, so ein bisschen lockerer, aber nicht zu streng punktiert. Wenn ihr große Sprünge habt, also wirklich so Dreiklangsbrechungen oder so, dann haben die Franzosen das eher nicht gemacht. Also es geht um diese schrittweisen Noten, wie sie hier in dem Stück auch vorkommen oder mal vielleicht ein Terzsprung. Und wenn ihr das so spielt, also dieses lockere, leicht punktierte, jazzy Spiel, dann merkt ihr vielleicht, dass eure Zunge im Grunde genau umgekehrt artikuliert wie normal. Normalerweise, wenn wir eine Reihe von Achteln spielen und wir wollen das auch noch schön barock spielen, dann würden wir immer so ein bisschen tüdü, tüdü, tüdü artikulieren. Und wenn ich inegal spiele, also dieses ungleiche Spiel, dieses lockere, bisschen punktierte, aber lockere, jazzy-artige Spiel, dann artikuliere ich eigentlich umgekehrt. Dann mache ich tü, tüdü, 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 tüdü. Also dann habe ich eigentlich zu Anfang zweimal t, t, tde, tde, statt tde, tde, tde. Und das ist so ein bisschen wie, das Normale ist dann so ein bisschen wie Vera, Vera, Vera und das andere Vera, 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 je suis Vera. Und im Französischen ist ja auch immer die Betonung hinten auf dem Wort. Da heißt es ja nicht Nicolas, sondern Nicolas und so weiter. Und es hat sehr viel mit der Sprache zu tun. Das schreibt ja Couperin auch. Es hat mit dem Notieren der Sprache zu tun. Also das ist so interessant, diese französische Barockmusik, da könnte ich euch jetzt noch stundenlang erzählen, aber das soll für heute mal genug sein. Knöpft euch mal eure französischen Stücke vor, die ihr habt und probiert das mal aus. Es ist überhaupt nicht schwer, ihr müsst da ein bisschen reinkommen, ihr müsst locker denken, denkt an Jazz und denkt nicht an punktiert, dann wird es nämlich zu sehr, zu extrem, dann ist es auch nicht mehr locker. Und ja, könnt ihr mal ausprobieren. Nächste Woche gibt es dieses Stück, dieses schöne Prälude von der ersten Suite von
Will für die 2 Musette eigentlich. Das gibt es nächste Woche zum Mitspielen als Video. Also bleibt dabei und seid nächste Woche wieder dabei und freut euch drauf. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Da freue ich mich sehr. Und ich verabschiede mich mal wieder. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.